Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt, unserem kleinen Geschichtspodcast. Und ich muss sagen, heute haben wir uns endlich mal ein schönes Thema rausgesucht, nachdem wir uns die letzten Wochen intensiv mit den Ariosophen und brauner Esoterik und den Nazis auseinandergesetzt haben, freue ich mich tatsächlich heute endlich mal mit euch über ein faszinierendes Thema zu sprechen, nämlich die Alchemie. Wir haben das Thema schon mal so ein bisschen gestriffen in der Folge über John Dee und Edward Kelly. Wir haben gesagt, dass die beiden Alchemisten waren und haben so ein bisschen darüber geredet, was die Alchemie ist, was sie sein könnte und was John Dee und Edward Kelly dann überhaupt getrieben haben. Aber die Geschichte der Alchemie beginnt weder bei John Dee und Edward Kelly noch endet sie dort, sondern es ist eine jahrtausendealte Geschichte, in der sowohl Leute, die sich für Metalle interessieren, für Mystik, für Philosophie, für Naturphilosophie, für Religionsgeschichte, als auch für empirische Wissenschaft fündig werden. Und ja, zu Beginn können wir vielleicht einfach mal mit der Frage starten, was wisst ihr denn eigentlich schon über Alchemie? Was ist Alchemie? Welche Bilder verbindet ihr vielleicht damit? Und was kommt euch da zuerst in den Kopf? Ja, mir kommt zuerst in den Kopf, dass sie im Prinzip die ersten Wissenschaftler waren. Die haben ja versucht, aus unedlen Metallen Gold herzustellen. Also sie haben sich mit Mineralien auseinandergesetzt, mit chemischen Stoffen, zu einer Zeit, als das noch neu war. Das wäre so die materielle Ebene. Und da spielt dann auch der Stein der Weisen, der recht bekannt ist, eine Rolle. Stein der Weisen kann jeden Stoff in Gold verwandeln. So heißt es ja. Wurde noch nicht gefunden, tragischerweise. Genau, und auf einer stofflichen Ebene vielleicht auch sowas wie Erleuchtung. Also, dass man jetzt nicht nur sich die chemischen Prozesse anschaut, sondern auch die inneren Prozesse vielleicht. Das wären noch meine Gedanken dazu. Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mir vor der Folge heute auch ein bisschen Gedanken gemacht zu meinem Alchemiebild und das, was Jonas gerade gesagt hat, ist auf jeden Fall deutlich fundierter wie alles, was ich den Großteil meines Lebens zu Alchemie so im Kopf hatte. Das war für mich immer so ein bisschen so ein blinder Fleck historisch. Also ich habe mich gern mit Geschichte auseinandergesetzt und selbst in meinem Studium kam die Alchemie eigentlich nie vor oder immer zu kurz und war so ein Randgebiet. Und erst im letzten Jahr, so ein bisschen unter deinem Einfluss, Mimi, habe ich mich angefangen, da mehr mit auseinanderzusetzen. Und bin sehr froh, dass ich mich auf diese Reise gemacht habe, gedanklich. Aber für mich hat Alchemie davor tatsächlich noch viel, also ich hatte ein sehr eurozentrisches Bild davon, ein sehr deutschlandzentriertes Bild. Ich hatte diese Vorstellung eben von Quacksalbern, die reichen Adeligen Fantasien von Reichtum verkaufen und dann am Ende teilweise dafür eben am Galgen enden. Ich hatte irgendwie nebulös die Geschichte der Entdeckung des Porzellans in Sachsen damit verbunden, goldene Galgen und eben eigentlich eher eine Unwissenschaftlichkeit. Also was Jonas jetzt als frühe Wissenschaftlichkeit oder frühe Wissenschaftler beschrieben hat, in meinem sehr stereotypischen ursprünglichen Bild waren die Alchemisten eigentlich unwissenschaftliche mit dem man immer wieder Quacksalber. konfrontiert ist, dass die Alchemie eigentlich als Pseudowissenschaft verschrien wird und eher als so eine esoterische Tradition verstanden wird, als eine tatsächlich naturwissenschaftliche Disziplin. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass sich Carl Gustav Jung, also der Tiefenpsychologe, in der Folge Freuds intensiv mit der Alchemie und Mythen auseinandergesetzt hat und in der Alchemie selbst so eine Art der spirituellen Wandlung gesehen hat, die Alchemisten durchlaufen haben. So eine Art Psychotherapie, die sie selbst durch ihre chemischen Experimente durchgeführt haben. Es ist natürlich fraglich, ob Aber man kann man es immer genug ausprobieren. Quecksilber einatmen muss, um irgendwie psychoanalytische Erfolge zu erzielen. Das ist auch, also das Quacksalber kommt von Quecksilber Also, und Quecksilber ist das zentrale Element der Alchemie, das in der Transmutation, also der Verwandlung von Metallen, eine entscheidende Rolle spielt. Also ich hätte jetzt auch erwartet, dass ihr so Namen nennt wie Nicolas Flamel, der Stein der Weisen ist schon gefallen. Also auch in so popkulturellen Filmen und Büchern wie Harry Potter werden Geschichten erzählt über die Alchemie und ich war fasziniert dann herauszufinden, dass
das meiste, was über die Alchemie in Harry Potter berichtet wird, tatsächlich mehr oder weniger Fakten darstellt. Zum einen natürlich der Stein der Weisen, der das zentrale gedankliche und chemische Konstrukt der Alchemisten darstellt. Also eine Substanz, die zum einen jegliches unreine Metall wie Blei, Eisen oder auch Silber in Gold verwandeln kann. Und zum anderen spielt ja die Figur Nicolas Flamel eine entscheidende Rolle in Harry Potter im ersten Teil. Und Nicolas Flamel war tatsächlich ein Alchemist, ein französischer Alchemist, der auch an dem Stein der Weisen gearbeitet hat. Genau. Also was J.K. Rowling da eigentlich in ihren Harry Potter Büchern gemacht hat, ist eine relativ realistische Darstellung davon geben, was Alchemie eigentlich ist. Nämlich auf der einen Seite die Herstellung des Steins der Weisen, der unreine Metalle in Gold verwandeln kann, und auf der anderen Seite soll der Stein auch ein Mittel zum ewigen Leben und zu ewiger Jugend sein, genau wie es auch in Harry Potter dargestellt wird. Aber Aber wurde die Idee des Steins von Flanell das ist eine ganz selber alte Idee, der Stein der Weisen. gegründet oder ist es eine alte Idee, die er nur versucht hat umzusetzen? Ist das große Werk angesehen und bildet so das Endziel der Alchemie. Also in allen ihren Experimenten und Versuchen, in denen sie Metalle und Mineralien, Chemikalien zusammenmischen, versuchen sie letztendlich ein großes Rätsel zu lösen, und zwar des Rätsels des Steins der Weisen. Letzten Endes ist ja der Stein der Weisen sowas wie ein Symbol für das Göttliche, für das Leben, das uns Menschen geschenkt wird, und dass wir mit dem Stein der Weisen so eine quasi göttliche Substanz verlängern können und mit der wir in die Welt eingreifen können und Metalle in Gold verwandeln können. Ja, Also dieses ewige Leben und das Gold hängen quasi direkt miteinander zusammen. Weil wir haben jetzt beides gehört, dass der Stein der Weisen Gold machen kann und eben ewiges Leben gibt. Das sind ja doch Unterschiede. Also die Idee der absoluten Erkenntnis, der Wahrheit an sich und ein Verständnis über die grundlegenden Prozesse in der Natur. Also Alchemie war vor allem grundlegend eine Naturphilosophie, die versucht hat, in der Welt und in den Prozessen, die darin ablaufen, Gottes Sprache zu verstehen und Gottes Werke zu verstehen und letztlich zu vollenden. Die Bedeutung von Metallen wird uns eigentlich erst bewusst, wenn wir uns überlegen, wo sie überhaupt herkommen. Entweder Metalle kommen aus der Erde, und in vielen Religionen spielte die Erde, Mutter Erde, ja auch die Funktion einer Schöpfungsmacht. Das heißt, in der Erde sind Metalle verborgen, die nach der Vorstellung der Alchemisten verschiedene Reifheitsgrade durchlaufen. Von unreinen Metallen wie beispielsweise Blei und Quecksilber bis hin zu den reinsten Metallen von Gold. Viele Alchemisten glaubten auch, dass die Metalle nicht einfach in der Erde liegen, sondern dass sie wachsen und dass sie im Prozess dieses Wachstums, indem sie wie Adern durch das Gestein, durch die Erde wachsen, dass sie selbst einen Wandlungsprozess durchlaufen, der dazu führt, dass sie letzten Endes ihre Vollendung erreichen und zu Gold werden. Und genau diese gleichen Prozesse, dieses zu Gold werden und die eigene Seele, die eigene Psyche vergolden, das war das andere selbst erklärte Ziel der Alchemisten. Und indem sie eben die Sprache Gottes und die Sinnhaftigkeit Gottes in der Welt verstanden haben und gesehen haben, Metalle wachsen, Metalle streben nach dem Höchsten, haben sie darin auch erkannt, dass das Ziel des Menschen sein sollte, zu dem Höchsten zu streben, Weisheit zu erlangen, eine Verbindung mit Gott einzugehen, letztlich. Also Alchemie war Das ist ein bisschen wie die Suche nach der Einheitsformel der modernen Physik. So nach der einen Formel, die alles in sich beinhaltet, die dann quasi, Ja, die ausreicht, um alle diese Formel physikalischen an dem Prozesse auch im Physiker Mikro- arbeiten, und an dem auch Makrokosmos Stephen zu Hawking beschreiben. etc. gearbeitet haben, ist ja letzten Endes nichts anderes, als irgendwie zu verstehen, wie unsere Welt funktioniert und das auf einer indirekten Weise wiederzugeben, nämlich in Form einer Formel. Und genau das Gleiche haben die Alchemisten und Alchemistinnen vor allem auch getan. Die Alchemie war von Anfang an eine geheime Wissenschaft. Das Wissen, gerade weil es als quasi göttlich galt, das in diesen Experimenten zutage gefördert wurde, wurde meist in einer ausgeklügelten Kryptographie verborgen, sodass das Wissen eigentlich nur in kryptischer Form die Zeit überdauert hat. Wenn man sich so alchemistische Bücher anschaut, stecken die voll von
seltsamen Aphorismen und Metaphern für die verschiedenen Elemente und für die verschiedenen Chemikalien, die in den Prozessen verwendet werden, für die Durchlaufung der verschiedenen Prozesse. Aber man könnte diese Sprache entweder als Auswüchse eines wahnhaften Mystikers sehen oder eben eine wissenschaftliche Sprache abseits der gewöhnlichen Alltagssprache zu entwickeln, um bestimmte Prozesse in der Welt nachzuvollziehen und zu beschreiben. Also wenn man sich so ein alchemistisches Buch anschaut, wirkt es wahrscheinlich genauso kryptisch und unverständlich, wie wenn man jetzt ein Paper über Quantenphysik lesen würde heute oder wenn man sich die Namen der heutigen Elemente anschaut und die Kohlenstoff-Wasserstoff-Brückenbindungen. Ich war furchtbar in Chemie leider und das bereue ich, seit ich mich ein bisschen mit der Alchemie ausgesetzt habe, aber so die chemische Sprache oder auch physikalische Sprache ist ja auch letzten Endes eine Wissenschaftssprache, die komplexe Prozesse abstrahieren will und möglichst einheitlich und präzise und knapp darzulegen. Zum anderen ist die Alchemie natürlich auch wichtig, weil sie sich mit Metallen befasst hat und Metalle seit der Menschheitsgeschichte ein Treiber der Zivilisation war. Wir reden ja nicht umsonst von der Steinzeit, von der Bronzezeit, von der Eisenzeit und jetzt vielleicht von der Stahlzeit, weil die Möglichkeiten und die Technologien dadurch, dass man sich neue Metallverarbeitungstechniken angeeignet hat, dazu geführt haben, dass man auch über soziales Prestige und vor allem über militärische Macht verfügen konnte, wenn man die Metalle bändigen konnte, wenn man sie aus dem Boden holen konnte, wenn man sie in Hochöfen schmelzen und gießen konnte, wenn man sie bearbeiten konnte. Und vor allem halt auch Werkzeuge, ne? Pflüge, Hämmer, Sicheln, Sensen, diese ganzen Sachen, die man dann für Landwirtschaft braucht. Das ist natürlich ein riesen Fortschritt, wobei man sagen muss, diese Einteilung in die unterschiedlichen Zeitalter nach den Materialien ist mittlerweile in der Wissenschaft natürlich überholt. Das war die Idee von einem Archäologen, Pseudowissenschaftler im 19. Jahrhundert, bin mir nicht ganz sicher, ich habe den Namen leider vergessen, aber es gab natürlich die Ungleichzeitigkeit von all diesen Materialien immer, die sich aber natürlich langsam trotzdem durchgesetzt haben. Also wir haben heute aus gutem Grund sehr wenige Steinwerkzeuge im Alltag und in der vorindustriellen Zeit war natürlich der Schmied eine der wichtigsten Personen im Dorf, weil das die Person ist, die Metall bearbeiten kann und damit all deine Werkzeuge reparieren und instand setzen oder auch herstellen kann. Der kann aus einem alten Schwert den Pflug machen oder aus dem Pflug wieder den Schwert. Und deswegen haben Schmiede ja oft auch so ein bisschen so dieses magische oder in der Mythologie diese besondere Stellung zwischen den Menschen und den Göttern, weil sie eben da am Feuer stehen und das Metall, das eben irgendwas Göttliches hat, aus der Mutter Erde kommt und von den Göttern quasi geschenkt wurde, weil er das bearbeitet und formen kann. Weil sein Werk eben dem eines Gottes gleichkommt, weil er die Metalle bearbeiten kann und den Menschen praktisch wie Prometheus nicht das Geschenk des Feuers macht, sondern das Geschenk der Werkzeuge, um ihr Leben zu erleichtern, um die Felder bestellen zu können, aber dann eben auch, um in den Krieg zu ziehen. Also sie gelten natürlich auch irgendwie als Kriegstreiber oder als die Menschen, die Krieg ermöglichen, die Tod bringen durch die todbringenden Waffen, die sie herstellen. Vor allem, weil, also in der Nibelungensage gibt es ja noch eine andere Herkunft der Metalle, nämlich die aus dem All gekommen sind, also Meteoriten, die auf die Erde gefallen sind, die aus irgendeinem Amalgam aus verschiedenen Metallen bestehen, die dann zu diesem Zauberschwert Siegfrieds geschmiedet werden. Das hat ja interessanterweise einen historischen Grund irgendwie. In der Ostalb gab es diesen riesen Kometeneinschlag irgendwann in der grauen Vorzeit. Und der Grund, warum quasi in Süddeutschland hochqualitative Schwerter und Waffen hergestellt wurden, ab dem 6. Jahrhundert oder ab dem 5. Jahrhundert, die dann teilweise auch nach Rom verkauft wurden, weil sie hochqualitativer waren als die Waffen, die dort hergestellt wurden, war, dass man in der Ostalb einfach an diesem Kraterrand entlanglaufen musste und jahrhundertelang einfach Brocken von Metall aus dem Weltall auflesen konnte, die quasi da rausgeschleudert wurden aus der Erde. Und da konnte man einfach in den Wald gehen, sich ein Stück Metall irgendwo raussuchen und das bearbeiten und hatte direkt sehr hochwertiges Eisen. Der Schmied als
als derjenige, der das Feuer gemeistert hat, der das Feuer nutzt auch, um Metalle zu veredeln. Ich habe gelesen, dass er teilweise auch fast so als eine Art Schamane bezeichnet worden ist, eben dadurch, dass er dann die Dinge herstellt, die Feuermeisterung. Und zum anderen hatte ich jetzt noch einen Punkt, so die religiöse Dimension auch, die Metalle gespielt haben, schon von Anfang an eigentlich. Ich denke jetzt gerade an das alte Ägypten. Wir kennen ja alle Tutanchamun mit seiner Goldmaske, wo Gold einfach die Farbe der Sonne war. Das hatte keinen großen materiellen Wert. Das war Gold ist eigentlich zu weich, um wirklich Waffen draus zu machen, ne? Es dient eigentlich ja nur zum Zeremonium. Warum ist das unnützeste Metall eigentlich das wertvollste? War auch der Alchemist, waren die Alchemistinnen in ganz vielen Bereichen tätig. Sie haben mit Metallen gearbeitet. Sie waren durch ihre chemischen Fertigkeiten in der Lage, Metalle aus Stein zu lösen. Sie konnten färben, sie waren im Bergbau tätig. Sie waren also in Europa zumindest vor allem auch im industriellen Bereich sehr weit verbreitet. Auch in der industriellen Zeit, da werden wir nachher vielleicht nochmal dazukommen. Die Alchemisten hatten damals... Obwohl es natürlich die vorindustrielle Zeit war. Anklang. Es gab natürlich die Beispiele, die du vorhin genannt hast, dass Alchemisten vorgegeben haben, unreine Metalle in Gold verwandeln zu können und dass sich viele an Königshöfen eingeschlichen haben und dort ihre Geldgeber um große Geldbeträge gebracht haben. Auch im Heiligen Römischen Reich gab es wahrscheinlich niemanden, der wirklich gesagt hätte, dass Alchemisten theoretisch nicht machen können, was sie vorgeben zu tun. Also der Glaube, dass sie tatsächlich verstanden haben, wie die Natur funktioniert und dass sie diese Prozesse in ihren Reagenzgläsern, in ihren Hermesfläschchen, in ihren alchemistischen Laboren nachvollziehen und reproduzieren können, glaubten die Menschen, dass sie tatsächlich in der Lage sind, Dinge in Gold zu verwandeln. Das ist so ein bisschen wie heutzutage die Menschen den Algorithmen ganz riesige Fähigkeiten zuschreiben, weil keiner versteht, wie Algorithmen funktionieren oder künstliche Intelligenz. Und dann wird immer geglaubt, die könnte schon alles und die wäre super allwissend. Und in Wirklichkeit sind es einfach nur irgendwelche riesigen Hallen in Manila oder in Westafrika voll mit günstigen Arbeitskräften, die quasi die Denkleistung der AI übernehmen. Also man glaubt schnell daran, dass Die Welt etwas aber so übernatürliche groß, Fähigkeiten hat, oder man schreibt schnell etwas mehr Fähigkeiten zu, als es hat, das wenn man wird es ja auch versteht. immer bleiben. Aber zumindest haben wir ja mittlerweile Eigentlich ist die Welt immer noch ein Riesenrätsel. um die Welt irgendwie zu rationalisieren und zu verstehen. Aber die Methode, die die Alchemisten eben gewählt haben, war, in der Natur den verborgenen Werken Gottes nachzuspüren, diese zu verstehen und dann sich selbst und Metalle als Symbol des Ganzen in Gold zu verwandeln. Sie waren durch ihre Kenntnisse natürlich dann auch in der Lage, und diese Kenntnisse wurden dann natürlich auch auf den Höfen genutzt, beispielsweise Schwarzpulver herzustellen, zu synthetisieren, was dann natürlich auch wiederum in der Kriegsführung im Mittelalter und der frühen Neuzeit eine entscheidende Rolle gespielt hat. Aber vielleicht kehren wir jetzt nochmal zurück zu den religiösen und mystischen Ursprüngen, die die Alchemie eigentlich besitzt. Genau, weil wir reden die ganze Zeit von irgendwelchen Höfen in Europa und in Deutschland. Da sind wir wieder genauso eurozentrisch wie mein wollen wir Bund heute nicht und sein, ja. genauso deutschlandzentriert Aber wo wie müssen wir mein denn zurückkehren, ehemaliges wenn wir uns die Stereotyp Ursprünge von der Alchemie. Ne? geben wollen? Ja, Also ich würde jetzt mal vermuten Ägypten, aber wahrscheinlich noch weiter zurück, früheste Steinzeit, ganz kurz nach der Entwicklung der Sprache. Der erste Mensch, der sein Urin mit war der Früchten erste blau gefärbt hat, keine Ahnung. Ja. Also als die ersten Alchemisten gelten tatsächlich Ja, zwei Frauen, beweis mir das die Gegenteil. im antiken Alexandria die ersten alchemistischen Experimente durchgeführt haben. Zum einen Kleopatra, die Alchemistin. Sie war Alchemistin, wie ihr Name verrät, und Kleopatra, die Jüdin. Sie war Jüdin, wie ihr Name verrät.
Und das ist genau der Kontext, in dem die Alchemie entsteht. Wir sind hier ungefähr im 3. Jahrhundert vor Christus, 3. bis 1. Jahrhundert vor Christus, ganz genau lässt sich nicht sagen. Es ist die Zeit nach der Eroberung Ägyptens, der gesamten bekannten Welt zu diesem Zeitpunkt durch Alexander den Großen. Die ganze bekannte Welt, Aber nein. Alexander Ein hat so pakistanisches ziemlich die ganze Dorf hat Welt erfolgreich eingenommen. Widerstand Er geleistet. hat seine Eroberungszüge bis nach Indien, bis nach ins heutige Afghanistan ausgedehnt. Ja. Im Westen war zu der Zeit auch noch nichts zu holen und noch nichts los, ne? Also zu der Zeit war Rom ein Dorf mit 7 Hügeln, auf dem die Leute immer noch an Malaria gestorben Genau, sind. zu dieser Zeit Wobei die sich eigentlich was später auch geändert. Faszinierendes. Und zwar in den Regionen, in denen Alexander der Große sein neues Reich errichtet, gibt es natürlich lokale Gottheiten und Gotteskulte. Es gibt Religionen. Aber anstatt diese Religion zu verbieten und zu unterwerfen, geschieht was wirklich Beeindruckendes. Und zwar gibt es Kulte, die versuchen, verschiedene griechische und dann auch im ägyptischen Kontext ägyptische Gottheiten miteinander zu verschmelzen. Das Gleiche ist in dem gesamten Reich Alexander des Großen geschehen. Deswegen gibt es auch heute noch in Afghanistan diese riesigen Buddha-Statuen. Man spricht da von dem Gräkosynkretismus. Da versucht wurde, so eine Synthese zwischen dem griechischen Pantheon und der Mythologie bzw. der Religion des Buddhismus, auf den man gestoßen ist bei den Eroberungskreuzzügen, herzustellen. Eroberungszüge, Entschuldigung. Ganz kurz, zwei Sachen. Es waren keine Kreuzzüge, sondern einfach nur Eroberungszüge und noch keine Kreuze zu der Zeit. Und die Statuen, die Leider. du beschrieben hast, sind mittlerweile zum Teil von den Taliban weggesprengt worden. Genau, aber in Ägypten geschieht eben was sehr Ähnliches. Es gibt Verschmelzungen von verschiedenen ägyptischen und hellenistischen griechischen Gottheiten. Und eine besondere Verschmelzung spielt dann auch eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der Alchemie und gilt sozusagen als der Urvater der Alchemie, die mythologische Person, die den Menschen das Mysterium der Alchemie gelehrt hat. Und diese Person ist Hermes Trismegistos. Hermes Trismegistos ist eine Verschmelzung aus den Gottheiten Tod, also dem ägyptischen Gott der Schreibekunst, des Wissens, der verborgenen Künste und der griechischen Gottheit Hermes, dem Götterboten, der als Seelengeleiter letztlich ähnliche Funktionen erfüllt hat wie Tod im ägyptischen Kontext. Genau. Aber dieser Hermes ist dann doch noch etwas anderes. Genau, der heute als Hermes mittelmäßiger Trismegistos. Paketzusteller reinkarniert wurde. Der größte Philosoph, der größte König und der größte Priester. Dieser ominösen Persönlichkeit werden besonderes Wissen nachgesagt und er soll den Menschen die Kunst gelehrt haben, wie man Metalle verwandelt, wie man Gott erkennen kann, wie man die göttliche Weisheit erlangen kann. Und auf ihn gehen sehr viele Schriften zurück. Als größte Schrift gilt so der Corpus Hermeticum, was eine Zusammenstellung verschiedener Texte ist, die wahrscheinlich im arabischen Kontext entstanden ist, also erst viel später, einige 100 Jahre später. Genau. Auf die arabische Alchemie werden wir dann auch... Arabischer Kontext heißt dann ab dem 6. Jahrhundert nach. Also die Texte waren wahrscheinlich viel älter und wurden wahrscheinlich auch erst durch die arabische Expansion im Mittelmeerraum ins Arabische dann übersetzt. Aber die Texte, die Hermes zugeschrieben sind, sollen schon viel älter sein. Die gliedern sich zum einen in die philosophischen Hermetiker, die Themen religiöser Mystik behandeln. Und da geht es eben viel um diese gnostische Erkenntnis Gottes, das Wissen um Gott und seinen Plan in der Welt. Und dann gibt es noch die technischen Hermetiker, die besonders für die Alchemie dann entscheidend waren, in denen die Herstellung von Talismanen, von Lösungen, die ewige Jugend versprechen und dann auch das Versprechen, was letzten Endes eigentlich nicht in den Corpus Hermetica steht, sondern letzten Endes in der Exegese-Geschichte entstanden ist, dass Menschen in der Lage sind, durch diese Technik unedle Metalle in Gold zu verwandeln. Also dieser Hermes Trismegistus wurde schon mit Mose identifiziert und er soll Noah gewesen sein oder ein anderer Prophet.
Und erst im 16. Jahrhundert ist den Menschen aufgefallen, dass dieses ganze Mysterium nicht so ganz stimmen kann und Hermes Trismegistos wahrscheinlich einfach eine Verschmelzung ist aus den Gottheiten Hermes und Tod. Und dieser Hermes ist auch der Ideengeber oder Grundlage der hermetischen Philosophie, die auch in der westlichen Magie und Esoterik eine entscheidende Rolle spielt und auch Leute wie dann Aleister Crowley und seinen Hermetic, also hermetischen Order of the Golden Dawn, genau haben gründen lassen. Genau, auf der einen Seite Das bedeutet, dass das Wort hermetisch, also hermetisch versiegelt oder so, auf Hermes zurückgeht. Eingeweihten ihren Adepten weitergegeben wurde. Und zum anderen ist ein zentrales Utensil in der Alchemie ein Hermes-Fläschchen, ein vakuumversiegeltes Fläschchen, in dem dann die Experimente durchgeführt wurden, das über dem Feuer dann ausgekocht wurde und in dem sich eigentlich die ganzen chemischen Prozesse dann abgespielt haben. Also hermetisch verriegelt heißt eigentlich luftdicht und nach außen hin abgeriegelt. Ja, genau. Also Hermes Trismegistos ist auf jeden Fall die entscheidende Persönlichkeit, dieses entscheidende Mysterium für die Alchemie. Besonders seine Smaragdtafel, die ist ganz bekannt, die kam sogar in Dark vor, dieser deutschen Fernsehserie, diese Zeichnung, die immer wieder an der Wand hängt, ein großer Stein in der Mitte, auf dem Text steht, das ist das Smaragd-Tablet oder Emerald-Tablet, das Hermes Trismegistos zugeschrieben wird. Und mit der Idee, dass Gott den Menschen und dass Hermes über Gott den Menschen das Geschenk gegeben hat, die Welt zu verstehen und Metalle umwandeln zu können, ist dann letztlich die Alchemie ins Leben gerufen worden. Alexandria zu diesem Zeitpunkt war ein Sammelsurium, ein Schmelztiegel, in dem ganz viele verschiedene philosophische, religiöse und auch naturwissenschaftliche Kontexte zusammengeschmolzen sind. Es ist die Zeit, in der auch die große Bibliothek von Alexandria angelegt wird und die Museen, in denen den Künsten gefrönt wird, in denen Menschen verschiedener Religionen und Sprachen zusammenkommen, um unter anderem dann auch später die Septuaginta zu übersetzen, also die Übersetzung der Bibel ins Griechische. In diesem Kontext entsteht dann die Alchemie und ich habe schon angedeutet, zwei der bedeutendsten Alchemistinnen sind Frauen. Kleopatra, die Alchemistin, hat die Idee entwickelt, dass man unreine Metalle in Gold entwickeln kann. Ihre bekannteste Schrift oder ihre einzig überlieferte Schrift ist die sogenannte Chrysopoeia, also die Kunst, Gold herzustellen und bildet eigentlich den Ursprung der alchemistischen Literatur. Das sollte man sich auch im Internet mal anschauen, da gibt's Darstellungen von, sehr bildlich dargestellt, wenig Text, eigentlich gar keinen Text. Und in dieser Schrift taucht auch zum ersten Mal der Ouroboros auf, also die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, was auch ein Symbol für die Alchemie ist, weil die Alchemie davon ausgegangen ist, dass alles, was sich auf der Metaebene, was sich außerhalb der Erde abspielt, also die Bewegung der Planeten, der Sterne etc., das Göttliche, sich auch im Kleinsten abspielt, nämlich auch in den chemischen Prozessen, die sich in ihren Reagenzgläsern abspielen. Es gibt auch eine starke Tradition, Astrologie und Alchemie zusammenzudenken. Und viele alchemistische Experimente beruhen auch auf bestimmten Planetenkonstellationen. War dann natürlich auch für scheiternde AlchemistInnen immer eine gute Ausrede zu sagen, ja, die Planeten waren nicht in der richtigen Position, um zu erklären, weshalb ihr eigentlich gut durchgeführtes Experiment dann letzten Endes gescheitert ist. Das ist eine Vorstellung, die man heute auch, finde ich, in so esoterischen Gedankenwelten oft findet. Blavatsky schreibt auch darüber, über diese Übereinstimmung von Dingen, die im Großen und im Kleinen sind, also die Theosophen. Bei Steiner findet sich das wieder und damit hat es dann auch ein bisschen in diese Waldorfpädagogik und in die westliche Gedankenwelt Einzug genommen, nochmal über den Umweg der Theosophie und der Esoterik kamen viele von diesen hermetischen Gedanken, ohne dass jemand wirklich weiß, dass die auf Alchemie oder Hermetik zurückgehen, vor allem, weil sie nicht unbedingt nur der Alchemie haben die dann trotzdem Eingang genommen. Sich besonders auch in der Tradition der griechischen Philosophen gesehen hat, Aristoteles, Euklid, Platon. Sie haben diese Ideen aufgegriffen von diesen großen Denkern und in ihre Naturphilosophie integriert. Also die Temperamentlehre von heiß, warm, feucht und kalt, wie sie bei Aristoteles auftaucht, oder die Aufteilung in Feuer, Wasser, Erde und Luft.
Das sind Vorstellungen, die in der Alchemie genauso eine Rolle spielen, genauso das atomistische Denken. Wir müssen uns vorstellen, dass es nicht lange her ist, also zu dieser Zeit, dass solche Ideen entwickelt wurden, dass es die kleinsten unteilbaren Teilchen gibt, die Atome, aus der unsere komplette Materie besteht. Und aus diesem Gedanken heraus, dass es diese kleinen unteilbarsten Teile gibt, die in der Alchemie dann die Prima Materia genannt wurde, also die ursprüngliche Substanz, die formbare Substanz, aus der dann alles entstehen kann, das wurde in der Alchemie dann genutzt, um zu sagen, wir können, indem wir Materie auflösen, durch Säuren, durch Laugen, können wir Materie zersetzen und diese Materie dann neu zusammensetzen und praktisch nach den gleichen Regularien, wie sie Gott angewandt hat, neue Materie entstehen lassen und so die Welt nach unserem Willen formen. Und wenn wir dies erlangt haben, wenn wir tatsächlich in der Lage sind, Blei oder Eisen in Gold zu verwandeln, dann werden auch wir Erleuchtung erfahren haben und dann werden wir auch in der Lage sein, in das Himmelreich einzutreten, weil wir unsere Seele geläutert wissen und weil wir erkannt haben, was Gottes Pläne für uns und für die Materie auf unserer Erde sind. Letztlich geht es um Seelenheil, vor allem auch in den Ursprüngen. Also die ganze Alchemie Also es geht wie immer um ist eigentlich Seelenheil, ja? eine mystische Suche nach dem Sinn Gottes und nach einer Sprache, in der Gott mit dem Menschen kommuniziert. Und indem sie diese nachvollziehen, erlangen sie eben diese Gnosis, die Weisheit. Aber ist das eine christliche Interpretation der ganzen Sache, also der Schriften? Weil das hört sich ja mit dem also das hört sich nach einer sehr christlichen Auslegung von antiken Schriften an. Israelitische bzw. jüdische mystische Tradition und vor allem auch mit einem starken Fokus auf Naturwissenschaften. Das darf man nicht vergessen. Also es ist nicht weder einfach nur eine Naturwissenschaft und dazu noch eine Religion, sondern es ist beides in einem. Die Alchemie hat Wandlungsprozesse durchlaufen, aber auch im christlichen Kontext wurde sie letzten Endes als Donum Dei, als Geschenk Gottes bezeichnet. Viele der frühen christlichen Alchemisten waren auch Priester, waren Bischöfe oder Pfarrer in Klöstern, die durch ihre Kenntnisse der Griechischen, des Lateinischen, des Arabischen zuerstmals damit überhaupt in Kontakt gekommen sind. Wer sollte sonst irgendwelche Bücher aus dem Lateinischen übersetzen, wenn nicht irgendwelche Priester? Und die Priester waren oft der Sache relativ aufgeschlossen, auch wenn sie zwar gesehen haben, sie nennen den Gott anders und sie stammen aus einem anderen religiösen Kontext. Das, was sie da machen, das funktioniert. Also viele der Experimente haben ja Erfolge erzielt. Menschen waren im 14., 13. Jahrhundert schon in der Lage, hochprozentige Salzsäuren herzustellen. Sie konnten das Königswasser herstellen, also Gold in einer Säure auflösen. Und viele der ersten christlichen Alchemisten und Naturwissenschaftler waren deswegen eben Priester und Pfarrer, die die Werke übersetzt haben und die selbst daran experimentiert haben. Jede Religion hat ja eigentlich eine mystische Tradition oder verschiedene mystische Traditionen, die nicht unbedingt auf den Schriften beruhen, sondern vielmehr auf der Beziehung, die die Menschen zu Gott eingehen. Praktiken auch, die dazu genutzt werden, um Gott zu erfahren. Letzten Endes kann man ja auch Wissenschaftler sein und in seinen Praktiken, in seinen Methoden, die man durchführt, versuchen etwas zu verstehen und das letzten Endes dann auf Gott zurückzuführen. Wir sind ja noch bei Maria, der Jüdin, stehen geblieben. Eine andere Bedeutung. Ja, das zeigt vielleicht so ein bisschen. Das ist ein ganz schön langer Exkurs dafür, dass wir die beiden Frauen eingeführt haben. Keine Wissenschaftskultur gepflegt hat, sondern die Leistungen von Kleopatra, der Alchemistin, und Maria, der Jüdin, noch heute geschätzt werden. Unter anderem, weil Maria, die Jüdin, beispielsweise das Seine-Marine geschaffen hat. Das ist eine Apparatur, sowas wie ein Wasserbad. Also vor 2500 Jahren fast sie dieses Wasserbad erfunden, das noch heute in Laboratorien genutzt wird. Der Rückfluss aus diesem Marienbad wird dann auch noch Schwarze Marie genannt. Also auch Personen von 2200 Jahren haben heute noch einen großen Einfluss, auch auf unser modernes Wissenschaftsverständnis und unsere Art, Wissenschaft auch zu betreiben. Wir dürfen nicht vergessen, dass neben der ganzen Mystik die Alchemie großartige Entwicklungen bereitet hat und in der Färbekunst, in der Münzherstellung, in der Reinigung der Metalle, dann beim Schwarzpulver etc., bei der Fertigung dann auch von Medizinen, von Arzneien. Das wird dann auch später noch ein großer Bestandteil der Alchemie, dass sich Alchemie nicht so klar von Medizin abgrenzt und auch abgrenzen lässt.
Aber die Alchemie hat einfach unglaublich viel empirische Arbeit geleistet. Neben den ganzen alchemistischen Spekulationen und Metaphern steckt da jede Menge empirische Wissenschaft, auch in der Alchemie. Also die Fähigkeiten, die sie sich angeeignet haben, die sind wirklich faszinierend, dass die Menschen vor 2000 Jahren dazu schon in der Lage waren. Ich habe auch gelesen, dass quasi die Ägypter im antiken Ägypten in der Metallkunst schon extrem weit fortgeschritten waren und Legierungen entwickeln konnten aus verschiedenen Metallen, die aussahen wie Gold, um ihre Statuen quasi mit was sehr glänzendem, goldenen zu legieren, ohne wirklich echtes Gold verschwenden zu müssen dafür in großen Mengen. Und um auch Legierungen zu schaffen, die wie Gold aussehen, aber viel langlebiger sind eigentlich wie normales Gold in normalen Witterungskonditionen so. Und dieses Wissen wurde von den Metallurgen, den antiken ägyptischen, in so einer Art Kurzschrift quasi, die an Hieroglyphen auch angelehnt war, tradiert und aufgeschrieben. Und dieses Wissen wurde dann von so Leuten wie Marie der Jüdin oder Kleopatra der Alchemistin tradiert. Und als dann der Westen diese griechischen Schriften entdeckt hat oder dann aus arabischen Übersetzungen quasi die rekonstruiert hat in der Renaissance und davor, wurden diese Geheimzeichen eben versucht zu entziffern und in Teilen eben auch entschlüsselt, aber in Teilen eben auch nicht. Und ich weiß nicht, was du zu diesem Bild sagst, aber für mich hat es viel irgendwie zurechtgerückt, dass es da eine sehr alte, sehr fundierte wissenschaftliche, metallurgische Basis gab, wo danach einfach die Schrift verloren gegangen ist und die Rekonstruktion von dieser Schrift dann zur Verwirrung geführt hat bei den späteren Europäischen, die quasi geglaubt haben, dass sie da wirklich Gold draus machen können. Also wo kam dieser Moment, wo vergessen wurde, dass es um goldähnliche Metallen war natürlich schon immer Überzüge für Statuen geht, dass ne? die damals schon Wir machen wirklich Gold. wusste ich jetzt auch nicht. Es gab natürlich Menschen, die sich mit Metallen befasst haben und die sich naturwissenschaftlich auch mit Metallen und sowas befasst haben. Aber die Alchemie revolutioniert das Ganze und stellt es dann ja nochmal auf diese religiöse Ebene und tritt da so eine ganze Lawine an religiös-mystischen Spekulationen noch mit los, die mit diesen Techniken in Verbindung gebracht werden. Die könnten ja theoretisch, ich kenne mich nicht so gut mit altägyptischer Mythologie aus, aber es kann ja gut sein, dass Tod zum Beispiel für die Schmiede im alten Ägypten eine ähnliche Rolle wie dann später Hermes Trismegistos für die Alchemisten gespielt hat. Kommen wir noch zu den Homunkuli, den Männchen in der Flasche. Ja, ein Männchen in der Flasche. Also der Versuch, Ja, was ist ein ein Homunkuli, Jonas? menschliches Wesen herzustellen. Ein frühes Klonen vielleicht, wobei ich glaube, es ist eigentlich nicht als Klon gedacht, sondern eher als einen perfekten Menschen herzustellen. Korrigiert mich da gerne. Das ist eine gute Frage. Ich dachte, das wären so kleine Zwerge. Warum ist denn der perfekte Mensch 30 Zentimeter groß? Ich dachte, da geht es eher darum, so Kobolde zu schaffen, die einem bei der Arbeit helfen. Bei dir hört sich das so ein bisschen nach so einer Übermenschentheorie an. Das, was du jetzt gesagt hast, und dass es wahrscheinlich Alchemisten gab, die hier daran gearbeitet haben, auch das Göttlichste, nämlich das Leben irgendwie im Reagenzglas herzustellen. Aber ja, es ist vielleicht auch eher metaphorisch zu sehen und der Homunkuli war nur eine Spiegelung des Alchemisten selbst, also das Ideal, dem er nachgestrebt hat, das er im Reagenzglas nachempfinden und herstellen wollte. Aber das ist auch schon wieder eher so eine jungsche Interpretation der Alchemie. Ich finde sie auf der einen Seite interessant, weil man auf jeden Fall viele Techniken und viele Projektionen erkennen kann, die der Alchemist da im Reagenzglas durchführt, aber die halt insoweit zu kurz greift, als dass halt die naturwissenschaftlich-empirische Seite von der Alchemie überhaupt nicht berücksichtigt wird und gesagt wird, das seien alles nur mystische Spekulationen, was dann echt ein bisschen schade ist, ob der ganzen Errungenschaften, die die Alchemie dann doch der Menschheit bereitet hat.
Aber sicher ist auf jeden Fall, sie ist in Ägypten entstanden. Alchemie, Alkem, bedeutet übrigens die Schwarze. Das geht zurück auf den fruchtbaren Boden des Nils nach den Überschwemmungen, der letztlich das Leben in Ägypten überhaupt erst ermöglicht hat. Also die Anklänge von dunkler Wissenschaft, dunkler Magie, die kommen nicht zuletzt daher, dass Ägypten als die Schwarze bezeichnet wurde oder das Schwarze und Alchemie demnach die schwarze Kunst bedeutet. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie irgendwie satanistisch oder dem Bösen huldigend sei, sondern vielmehr geht es darum, dass der Ursprungsort das Nildelta ist, Alexandria. Und ja, von dort aus hat sich die Alchemie aber weiter verbreitet, besonders dann durch die arabischen Eroberungszüge, durch die römische Eroberung Alexandrias. Aber besonders im arabischen Kontext hat dann die Alchemie nochmal eine besondere Note bekommen und besonderen Einschlag erhalten, wurde von Leuten wie Al-Kindi, Al-Razi und Avicenna, Pseudogeber und Geber, weiter verfolgt und versucht, diese alchemistische Vorstellung in ihren Glauben und in ihre Glaubenspraxis zu integrieren. Besonders im arabischen Kontext war die Alchemie, galt sie als Geheimwissenschaft und wurde unter großer Vorsicht verschlüsselt und das Wissen nur eben in dieser verschlüsselten Form weitergegeben. Aber in diesem arabischen Kontext sehen wir zahlreiche alchemistische Schriften, die dann auch wegweisend waren. Unter anderem entsteht in diesem Kontext auch die Schwefel-Quecksilber-Theorie der Alchemie. Schwefel und Quecksilber werden in den meisten alchemistischen Traditionen als die beiden Grundelemente verstanden, aus denen sich jedes Metall zusammensetzt. Die Alchemisten, besonders die arabischen Alchemisten, glaubten, dass jedes Metall zu bestimmten Teil aus Schwefel und zu einem bestimmten Teil aus Quecksilber besteht. Und indem sie die Mischungsverhältnisse von diesen beiden Elementen verändert haben, konnten sie letztlich verändern, was für ein Metall am Ende herauskommt. Diese beiden Elemente, die auch in Metaphern als die Sonne und der Mond dargestellt werden oder als das Männliche und Weibliche, die werden in der arabischen Alchemie hermaphroditisch zusammengeführt. Also die Vereinigung von Mann und Frau, von Sonne und Mond und von Quecksilber und Schwefel sind analoge Prozesse, die als die göttliche Hochzeit gelten. Also in dem Hermesfläschchen verschmelzen Sonne und Mond, Schwefel und Quecksilber und bieten die Möglichkeit, Gottes Kräfte oder die Kraft, die der Natur innewohnt, zu nutzen, um neue Metalle herzustellen und Gottes Willen letztlich damit zu vollführen. Also die ganze Bildlichkeit auch der Alchemie ist faszinierend. Da sollte man sich wirklich mal ein Alchemiebuch aus der Bücherei ausleihen oder einfach im Internet rumstöbern. Also die bildlichen Darstellungen, die da genutzt werden und auch die Symbole sind faszinierend. Es hat auch eine sehr ästhetische Seite, die Alchemie, die sich gerade in solchen Werken auch zeigt. Ja, das ist wirklich ein guter Moment, um allen den YouTube-Kanal von Dr. Justin Sledge zu empfehlen. Wir sind alle große Fans von ihm. Wie heißt der Channel? Esoterica heißt der Channel. Großartig, wenn ihr euch für Magie, für Esoterik, für Kabbalah, Alchemie, für Kabbalah interessiert, dann seid ihr da richtig. Dr. Justin Sledge ist einer der belesensten Menschen, die ich kenne, und macht fantastische Videos auf akademischem Niveau über die philosophie-geschichtlichen Ursprünge von Alchemie und verschiedenen anderen mystischen Traditionen. Er hat jetzt auch letzte Woche eine ganze Folge rausgebracht zum Mutus Liber, zu dem stummen Buch, das voll ist von bildlichen alchemistischen Darstellungen, eigentlich nur aus Bildern besteht, die er einzeln seziert und auf ihren alchemistischen Gehalt befragt. Es ist wirklich großartig. Dazu hat er noch Humor und schaut rein. ja genau, wenn jemand Qualifizierten, im Gegensatz zu uns, jemanden Qualifizierten über Alchemie sprechen hören wollt, dann Dr. Justin Sledge. Genau, aber wir waren jetzt gerade noch im arabischen Kontext stehen geblieben. Aber der arabische Kontext, der erweitert sich so schnell und so rapide, dass dort auch wieder Berührungspunkte zwischen dem Islam und deren Interpretation der Alchemie und anderen mystischen und religiösen Kontexten auftaucht. Beispielsweise Byzanz. In Byzanz ist natürlich auch so ein Schmelztiegel, in dem Wissen aus der... Naja, Byzanz also Alexandria war ja dann ganz lange unter byzantinischer Herrschaft. Also nach der Geschichte mit Kleopatra, der nicht Alchemistin, sondern der Königin und so, war es dann ja unter römischer Herrschaft, dann unter oströmischer Herrschaft, also unter byzantinischer.
und bis ins 6., 7. Jahrhundert, bis dann eben mit der Expansion des Islams Alexandria, Ägypten und die Levante nach und nach unter arabische Kontrolle gekommen sind, das erste Kalifat. Und dann war das Wissen von Hermes Trismegistos natürlich weiter in Byzanz existent, weiter auf Griechisch in Konstantinopel, und gleichzeitig wurde das dann aber eben auch von den Eroberern mit aufgenommen und wurde eben auch Teil der intellektuellen Tradition der arabischen Welt, und die hat es dann bis nach Spanien getragen und hat zu einer weiteren Verbreitung davon einfach nochmal geführt. Diese Ideen sind quasi unabhängig von dem, wer herrscht. Die schwimmen immer so ein bisschen im Subtext der intellektuellen Elite mit und haben sich da erstaunlich über die Jahrtausende hinweg tradiert, weil es spannende Ideen sind, die philosophischen Anklang gefunden haben, egal was die Leute sonst geglaubt haben. Ja, es ist auch faszinierend dann zu sehen, dass in diesen Kontexten die Alchemie floriert hat, als man in Europa noch nicht davon gehört hatte. Also erst durch die islamische Eroberung dann auch Spaniens bzw. der Iberischen Halbinsel, also Al-Andalus, ist dann dieses Wissen auch nach Europa gekommen und wurde dann nach der Reconquista auch in Europa verbreitet. Und zum anderen, nach dem Fall Konstantinopels, sind diese Texte dann erst nach Europa gekommen. Erst so im 13. bis 15. Jahrhundert, 14. bis 15. Jahrhundert, tauchen überhaupt erst alchemistische Schriften in Europa auf, die besonders dann von Marcello Ficino übersetzt werden, einem italienischen Humanisten, Philosophen, der sich auch vielen Schriften Hermes Trismegistos zugewandt hat und die das erste Mal ins Lateinische übersetzt hat. Und eben aus Al-Andalus und aus Byzanz kamen diese ganzen Texte dann erst nach Europa und haben dann, wie gesagt, dort erst Anklang gefunden in Klöstern und wurden dort dann praktiziert. Teilweise wurde Alchemie und auch Magie, Nekromantie noch an europäischen Universitäten gelehrt. Es war Teil des Curriculums, weil man es eben als Naturphilosophie betrachtet hat und einfach auch die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die man gewonnen hat, nicht mehr von der Hand zu weisen waren. Aber durch das Framing, dass man eben Gottes Werk vollbringt, dass man Gottes Geschenk nutzt, um die Welt zu verstehen und zu verändern und vor allem dann auch im Sinne der Herrschenden, konnte man natürlich seinen Kopf bewahren. Viele haben natürlich versucht, dann ihr Glück als Quacksalber von Quecksilber, eben diesem Urstoff der Alchemie, durch Quacksalberei sich Geld zu verdienen und eine berühmte Hinrichtungsmethode für Alchemisten, die der Goldklipperei oder des Betrugs schuldig befunden wurden, war dann auch der goldene Galgen, der in Europa verbreitet war, an denen die Alchemisten dann aufgeknüpft wurden. Aber trotzdem sollten wir eben nicht vergessen, dass die Alchemie erst eine Naturphilosophie war und eine Naturwissenschaft, die Erkenntnisse geliefert hat, die das Schwarzpulver in Europa verbreitet haben, weil die Alchemisten durch ihre chemischen Kenntnisse in der Lage waren, mittlerweile Stoffe zu synthetisieren und eben Schwarzpulver herzustellen, Metalle zu bearbeiten und aus schwerem Stein zu lösen, um letztlich dann auch Kriege zu ermöglichen, Schwerter produzieren zu können, Rüstungen produzieren zu können. Und deswegen waren Alchemisten begehrt, sofern sie über diese Kenntnisse verfügten, und waren auch nicht selten an Höfen angestellt. Also gerade Rudolf II., der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, der in Prag residiert hat, war ja ein berühmter Unterstützer von Alchemie und Magie und Okkultismus, weil auch die Herrschenden überzeugt waren, dass sie ihren Nutzen aus diesen Ideen ziehen konnten. Entweder praktisch durch die Metalle, durch die materielle Ebene, oder auf der anderen Seite eben auf einer spirituellen Ebene, indem man Gottes Werke vollbringt und einen Alchemisten, der Gottes Werke versteht, auf seiner Seite weiß, tut man letzten Endes Gottes Werk. Man ist ja sowieso auch legitimiert durch Gott selbst, und ja, deswegen haben Alchemisten eine entscheidende Rolle gespielt, auch an den Höfen. In Europa hat dann die Alchemie aber nochmal eine weitere Entwicklung erfahren durch Paracelsus, Bombast von Hohenheim, der Bester Name, Bombast. Bombast. Ja, 1493 geboren oder 1494, je nachdem. Auf jeden Fall ein bombastischer Alchemist, der die Alchemie erweitert hat um ein weiteres Element. Also der arabischen Alchemie hat er noch das Element des Salzes hinzugefügt.
also eine Trinität der Elemente, aus denen man dann letztlich jeden Stoff synthetisieren kann. Er hat es selbst nicht geschafft, auch wenn einige Legenden das behaupten, Gold herzustellen, aber er hat die Alchemie noch näher in Verbindung zur Medizin gerückt und hat vor allem daran gearbeitet, aus verschiedenen chemischen Elementen, aus auch Kräutern und Medizinen herzustellen und hat sich als Leibarzt und Hofarzt verdient. Ja, und Paracelsus hat spannenderweise bis heute unsere Essensgewohnheiten beeinflusst, weil er als Hofarzt damals die Speisekarte des Herrschers wissenschaftlich so zusammenstellen sollte, als Ernährungsberater quasi, dass der besser und länger lebt, gesünder wird. Und er hat dafür gesorgt, dass wir erst was Salziges essen und dann was Süßes als Nachtisch. Das war bis dahin in Europa nicht der Standard, dass das Süße am Ende kommt. Und er hat es damit begründet, dass quasi im Magen des Menschen so eine Art Gärungsprozess bei der Verdauung stattfindet, ähnlich wie beim Bierbrauen. Und deswegen am Ende der Zucker hinzugegeben werden muss, um für eine gesunde Gärung im Menschen und für gesunde Gase zu führen. Und diese Theorie von Paracelsus hat sich an den Königshäusern in ganz Europa durchgesetzt und das Bürgertum hat danach in den Jahrhunderten später eben diese Herrschaftshäuser kopiert. Wir essen ja heute mit Messer und Gabel und Salat und Nachspeise quasi wie kleine Fürsten. Und diese Tradition des süßen Nachtischs verdanken wir diesem komischen Bombast von Faszinierend, das wusste ich jetzt auch nicht, dass er uns so nachhaltig auch beeinflusst hat. Aber das wissen wir oft nicht, von welchen Gedankenströmen, von welchen Ideengeschichten, geschichtlichen Strömungen wir eigentlich noch so beeinflusst sind. Aber deswegen machen wir doch diesen Podcast. Die Geschichte der Alchemie endet natürlich auch noch nicht mit Paracelsus. Die Idee, Gold herzustellen zu können und allein der materielle Reichtum, der dem winkt, der versucht, Gold herzustellen, der hat natürlich Menschen beeinflusst, diesem Verlangen nachzugehen. Und noch Jahrhunderte nachdem Paracelsus oder auch Roger Bacon oder, wenn wir es noch gar nicht genannt haben, Isaac Newton. Isaac Newton war ein begeisterter Alchemist und anstatt ihn als den ersten Naturwissenschaftler nach heutigem Verständnis zu bezeichnen, sollte man ihn eigentlich als den letzten mystischen Naturwissenschaftler bezeichnen. Er hat mehr alchemistische Schriften veröffentlicht, als was wir heute eben als naturwissenschaftliche Schriften bezeichnen können. Also die Alchemie verbindet viele Widersprüche in sich, die heute existieren, gerade in der Wissenschaft, die sich ja anmaßt, unmoralisch zu sein und ganz nüchtern und in einer wissenschaftlichen Sprache die Welt zu beschreiben. Und die scheitert natürlich ähnlich nur auf einem anderen Niveau, aber ähnlich wie diese alten Sprachen beim Versuch, die Welt als das zu begreifen, was sie vielleicht ist. Ne? Es sind alles sehr menschliche Versuche, Ordnung zu bringen in dieses Chaos. Ja, ein Chaos, das beispielsweise jemanden animiert hat, wieder diesem Verlangen nachzugehen und dem Streben nach dem Gold nachzugeben, war wieder einmal, könnt ihr es erraten? Die Nazis. Ja, doch genauer. Ist schon wieder der alte Ludendorff. Ja, nachdem der Erste Weltkrieg ja verloren wurde und der Versailler Vertrag die Reparationszahlungen Deutschlands forderte und Deutschland kein Geld hatte, hat sich Ludendorff von einem selbsternannten Alchemisten, nämlich Franz Tausend, einlullen lassen, der ihm versprochen hat, durch alchemistische Experimente so viel Gold herstellen zu können, dass die Reparationszahlungen innerhalb von weniger Monate gezahlt werden. Der hieß Franz Tausend. Der hieß Franz Tausend. Das ist äquivalent, wenn ich heute so einen Instagram-Account anschreibe, der so Bitcoin im Namen oben hat, so Bitcoin-Symbole. Das ist genau. Nein, ich bin kein Betrüger. Wie heißen Sie? Heinz 1 Million. Aber auch Ludendorff war nicht der einzige Nazi, der auf Alchemisten reingefallen ist. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, welcher okkultismusbegeisterte Nazi wohl auf einen Alchemisten reingefallen ist. Es war wieder mal unser beliebter Himmler. Unser unbeliebter Himmler. Es war Himmler. Warum nennst du ihn unseren Beliebten? Was haben wir denn dir getan, dass du den so nennst?
Bitte schneid den Teil komplett raus. Ja, mache ich. Die Idee, jetzt aus unedlen Metallen Gold herzustellen, kam auch anerkannten Wissenschaftlern, wie beispielsweise Fritz Haber, dem Nobelpreisträger, der damals Gold, das auch in geringen Mengen im Meer vorhanden ist, gewinnen. Und ja, er hat es versucht, aber es ist nicht so viel bei rausgekommen. Und Ja, mit Diamanten, ich finde, die Idee ist ja ganz spannend. Wir können ja heutzutage Diamanten herstellen im Labor. Also ich kann das nicht, aber die Menschheit kann das. Und die Diamanten sind am Ende nicht zu unterscheiden von Diamanten, die natürlich gewachsen sind. Dementsprechend ist uns das auf eine Art und Weise ja gelungen, diese Alchemie, nur dass es nicht mit dem Gold klappt, aber mit Diamanten. könnt auch an sowas wie Bitcoins denken. Ne? Das ist ja letzten Endes auch nur eine Zusammensetzung aus verschiedenen Materialien, seltenen Erden, Nickel, Gold, Kupfer, was auch immer, dass dir letzten Endes Gold errechnet. Oder etwas, das du als Gold nutzen kannst. Du hast vor allem recht, vor allem die Parallele zu all den unlauteren Alchemisten. Jeder Rugpull, jedes Mal, wenn wieder so ein Krypto-Projekt hops geht und das ganze Geld weg ist mit den Gründern, ist quasi das, wie wenn der Alchemist ins Dorf kam, 2 Zaubertricks vorgeführt hat und dann mit dem Kleingeld des ganzen Dorfes abgehauen ist. Ne? Also Hochstapelei ist ja heutzutage immer noch ein großes Thema, vielleicht größer denn je im Internet. Das erinnert mich immer an die Okulisten, die Augenstecher, die von Dorf zu Dorf gezogen sind und Leuten Nägel und Nadeln in die Augen gerammt haben, weil sie meinten, sie können sie vom grauen Star heilen. Und naja, als dann nach 3-4 Wochen der Verband abgenommen wurde, um zu sehen, ob sie wieder sehen konnten, waren die längst über alle Berge und blieben sehr viele blinde Menschen. Das müsste man doch mal als Komödie verarbeiten. Das ist doch eigentlich, die schreibt sich doch eigentlich von selbst, oder? Ja. Also wenn irgendwelche Filmproduzenten zuhören, meldet euch gern bei uns. Wir schreiben gern die Augenstecher-Komödie für 2025. Es gibt viele Scharlatane auch heute noch, aber ich finde trotzdem, dass die Alchemie ein unglaublich faszinierendes Kapitel und vor allem ein unglaublich langes Kapitel der Naturwissenschaften darstellt, der Ideengeschichte und der Philosophie. Was können wir heute mitnehmen? Ja, dass die Alchemie doch nicht nur so eine Quacksalberei war, wie ich früher dachte und sehr spannende Ursprünge im alten Ägypten hat. Ja, und ansonsten denke ich, werden wir da vielleicht noch vertiefende Folgen in der Zukunft machen zu einzelnen spannenden Personen aus dem Kreis der Alchemisten, damit wir nicht nur so deprimierende Sachen wie braune Esoterik behandeln, Ja, sondern bitte. auch ein bisschen was Aufbauendes zwischendrin. Wir können nicht nur Leute behandeln, die wir scheiße finden, wir müssen auch ab und zu mal jemanden behandeln, den wir gut finden oder spannend, um so ein bisschen aus dieser negativen Gedankenspirale rauszukommen, die man hat, wenn man sich 50 Stunden lang mit irgendwelchen okkulten Texten und Nazis beschäftigen muss bei der Vorbereitung von so einer Podcast-Folge. Das ist auf jeden Fall begrenzt gesund für den Geist. Das habe ich nach den Protokollen von Zion gemerkt, dass es gut war, mal ein lockeres, anderes Thema zwischendrin einzulegen. Ja, ansonsten kommt gerne auf YouTube und folgt uns. Wir haben einen YouTube-Kanal mittlerweile. Wir haben Patreon, falls uns irgendjemand unterstützen will. Vielleicht gibt es da irgendwann in naher Zukunft auch mal noch ein paar Premium-Folgen, mal schauen. Aber das gibt es jetzt auf jeden Fall. Ich wollte es nur mal gesagt haben.